Hola amigos, wir sind Manu und Thiago und heute wird's spannend. Mit Big Shrek geht's auf Offroad-Mission in Ecuador. Von Kanada bis hierher hat unser LKW alles gemeistert. Aber wie schlägt er sich auf über 4.500 Meter Höhe? Finden wir es raus, schnallt euch an, los geht's. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Sonntag, 16 Uhr, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Ich bin jetzt schon außer Atem. Wir sind hoch und wir sind in Trommelwirbel, Quito. Okay Leute, ich habe mich überreden lassen. Wir gehen bei der Basilika irgendwas Nationalkirche. Ja, wisst, oh, Del Voto Nacional wurde jetzt gerade korrigiert. Gehen wir da auf den Turm hoch. Ich glaube, man sieht ihn von dieser Seite gar nicht so. Der Turm, der ist irgendwo da hinten. Und natürlich haben wir jetzt pro Person $4 bezahlt, damit wir da hochlaufen können. Und das machen wir jetzt. Bist du ready? Ich schon, ich weiß nicht, ob du ready bist. Ich weiß auch nicht, ob ich ready bin. Hast du dich nochmal vergewissert, ob du da wirklich hoch musst? Ja, nicht, dass ich jetzt umsonst hier hochlaufe. Ah, Thiago ist so ein Brasilianer. Quito liegt auf rund 2850 Metern Höhe und ist damit eine der höchstgelegenen Hauptstädte der Welt. Kein Wunder also, wenn man hier schon beim Treppensteigen plötzlich merkt, dass die Luft etwas dünner wird. Quito wurde auf den Überresten einer früheren Inka-Stadt erbaut. Unter den kolonialen Fassaden steckt also eine deutlich ältere Geschichte. Leute, das ist krasser als jede Bergsteigung. Gell? Es geht noch weiter. Runter gönnen wir uns den Lift. Runter gönnen wir uns den Lift definitiv. Fiel es dir schwer mit Ja, der schon ein Höhe? bisschen bei der Höhe so, ja. Ich muss wirklich sagen, hoch, crazy. Deswegen habe ich gesagt, runter mit dem Lift. So wie es die Schweizer machen. Ist das so? Liebe Schweizer, ich höre das immer, die wandern gehen. Die fahren mit der Bahn hoch und laufen dann runter. Stimmt das? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Machen die das nicht umgekehrt? Die laufen hoch und fahren mit der Bahn runter. Stimmt. Scheiße, jetzt habe ich es noch verwechselt. Halt! So guter Wanderer bin ich. Ein Connoisseur. So Leute, unser Fazit von der Basilika. Wunderschön. Cool. Wirklich ein tolles Gebäude. Wir sind eigentlich nicht so die Kirchengänger, aber das haben wir uns nicht entgehen lassen. Nein, es war echt cool. Also wenn ihr in Quito seid, die $4, um sich kurz hochzuquälen, lohnen sich. Und man kann wieder mal seine körperliche Fitness testen. Weil es ist doch hoch hier. Wir sind hier auf 2800 Meter oder sowas. Ja. Also es war schon ein wenig anstrengend, aber hey, es hat sich echt gelohnt. Richtig cool. Wir haben jetzt auch die letzten Tage ein bisschen Mühe gehabt mit der Höhe, vor allem immer Kopfschmerzen. Dann haben wir diesen Coca-Blättertee getrunken. Es war nicht schlecht, aber am Schluss haben es dann doch die Ibus gerichtet. Aber mein Großvater, der hat immer gesagt, der war echt oft in der Höhe unterwegs, ist auf den Kilimanjaro gelaufen und hat gesagt, einfach immer alles langsam machen. Das ist unsere Devise. Chill the bail, friends. Thiago, was hast denn du für eine süße Nachbarin? Ja, der hat sich direkt neben mich gesetzt, weil ich so attraktiv bin. Wir sind jetzt auf dem Hauptplatz in Quito in der Altstadt und schauen uns hier ein bisschen das Treiben an. Hier wird es einem nicht langweilig. Hier ist so viel los. Hier ist richtig viel los, ja. Thiago geht es leider nicht so gut. Der hat schon seit mehreren Tagen Halsschmerzen und fühlt sich nicht so gut. Und die Höhe macht da natürlich auch noch ein bisschen was, gell? Naja, man kann nicht immer gesund sein beim Reisen, gell? Und deswegen
Ja, ist es halt so. Leider war unser Aufenthalt in Quito nicht nur von Sehenswürdigkeiten geprägt, sondern wir müssen auch wieder einkaufen gehen. Und Thiago hat sich dafür den größtmöglichen Store ausgesucht. Da gibt's immer alles. Und wir sind mal wieder, Überraschung, in einem Einkaufszentrum. Stimmt. Wie viel zahlt man da für so ein Stückchen Fleisch? 3,87 $ für 246 Gramm. Das ist das größer. 312 Gramm, knapp 5 $. Crazy. Oh, den haben wir auch noch gefunden. Und daneben liegt die Zunge. So, ich muss mal kurz an meine brasilianischen oder unsere brasilianischen Bio reingehen. Até no Equador nesse chegou, viu? Das hat sich jetzt ein bisschen lustig angehört. Ja. Auf jeden Fall ist das richtig lecker. Das ersetzt jetzt unsere Indo-Nudels, die wir hatten, bis Mexiko. Genau. Also wir sind echt erstaunt, wie viele internationale Produkte es hier gibt. Hier gibt es Barilla und Barilla. Auf jeden Fall, nee, wir haben schon einiges wiedererkannt von zu Hause auch. Die Preise sind dann auch dementsprechend bei den einheimischen bei den Produkten aus Europa. Aber ansonsten sind die Preise wirklich voll okay für Ecuador. So, das ist unser Einkaufswagen. Sind wir wieder eingedeckt. Wir haben zum Glück den Tiefkühler und den nutzen wir jetzt auch. Das haben wir davor gar nicht so genutzt. Da machen wir jetzt das Fleisch rein und halt all die Dinge, die wir dann laufend auf der Reise essen wollen. Und jetzt gehen wir zur Kasse und schauen, wie viel das alles kostet. Guten Morgen, Thiago. Oh, hallo. Hast du da schon wieder neues Spielzeug? Ja, ich habe die neue Anti-Gravity 360 A1. Die haben wir zur Verfügung gestellt gekriegt. Und die werden wir jetzt mal ein bisschen testen. Und die ist von Insta360 in Zusammenarbeit. Die haben wir schon. Die haben wir ja schon, da habt ihr auch schon ganz viele Aufnahmen davon gesehen. Zeit für ein kleines Unpacking der neuen Anti-Gravity A1. Als erstes kommen die Vision Goggles zum Vorschein. Damit fliegst du später mitten durch deine Aufnahmen. Danach der Grip Controller für die intuitive Steuerung. Natürlich sind auch Akkus und Ladegeräte mit dabei. Wir nutzen das C1 Infinity Bundle, weil der größere Akku uns bis zu 39 Minuten Flugzeit ermöglicht. Falls euch aber ein möglichst leichtes Setup wichtig ist, gibt es auch das C0 Bundle. Es wiegt unter 249 Gramm und nach der Operator-ID-Registrierung können Familie oder Freunde die Drohne ebenfalls nutzen, ohne eine eigene Registrierung. Wir hatten ja schon eine Drohne dabei, aber die bin ich selbst nie geflogen, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass ich die irgendwo in den Bäumen versenke. Und vielleicht bekomme ich ja heute die Chance, die selbst auch mal auszuprobieren. Es heißt, dass sogar Kinder diese Drohne fliegen können. Also da bin ich ganz guter Dinge.
mit den Vision Goggles fühlt es sich an, als würde man selbst durch die Landschaft fliegen. Und das Beste, dank der 360-Grad-Aufnahme können wir den Bildausschnitt später ganz einfach in der App auswählen. Wir packen euch alles in die Beschreibung unten im Video, damit ihr noch mehr Infos zur Drohne bekommt, und wir sind gespannt auf die nächsten Shots und wie wir uns dabei verbessern. It's going better. That's so sorry for you. Tja Leute, das ist heute unser Schlafplatz, oberhalb von Quito. Also, das ist echt eine krasse Aussicht, oder? Hier hat Andy und Gabby, das ist ein Kanadier und eine Ecuadorianerin, die haben hier ein Grundstück gekauft, und ja, das ist so ein bisschen ein Overlander-Treff. Leute, ich nehme euch jetzt heute mal mit auf so eine Campingplatzdusche, weil ich gehe immer ganz gerne in den duschen. Eine Toilette haben wir hier, schaut mal, wie schön. Und hier ist die Dusche. Und das hier ist die Aussicht. Bist du hoch? Es ist ein bisschen schwierig hier mit dieser Leiter. Gell? Ich komme runter. Little bit coming in where, you know, like, yeah. Yeah. Here? Okay. Oblash, are you okay of being on YouTube? Ja. Salut. Yeah, that looks nice. Man sagt ja, die besten Ideen entstehen bei einem Glas Wein. Wir sind uns da nicht ganz so sicher, denn plötzlich stand die Theorie im Raum, dass man Thiago nur mit 8 Zeigefingern hochheben kann. Klingt komplett absurd, deshalb mussten wir es testen. 1, 2, 3. Now, please. We will lift him up. Angeblich soll es dann mit dem nötigen Fokus klappen. 1, 2, 3. Ja. Ciao, tschüss zusammen. Ciao. Ciao.
Ja. Ja, we made it. Leute, Thiago liebt es ja zu schauen, wie hoch das wir jeweils sind. Und ich glaube, Ecuador ist sein Land, denn wir haben den Rekord mit Biggie geknackt. Sagst du? Das haben wir. 3999 Meter über Meer. Ja! Aha, das ist echt der Wahnsinn. Jetzt sind es genau 4000. Ja. Juhu! Und kann er noch unser LKW? Ja klar doch, der Biggie ist doch ein großer Junge, der kann das, ne? Vor allem ist er stark. Aber AdBlue brauchen wir ziemlich viel, wenn es so hoch geht. Heute fahren wir zu den heißen Quellen. Das ist auch sowas, das begleitet uns schon seit Kanada eigentlich, heiße Quellen. Ja, die war immer wieder mal, das waren in heißen Quellen, ja. Ja, das stimmt. Wir vertragen es eigentlich beide nicht so gut, aber wir gehen trotzdem immer hin. Ja klar, das ist ja toll. Ich meine, die Außentemperatur, aktuell 5 Grad Celsius, somit muss der kleine brasilianische Hintern irgendwann wieder mal ein bisschen aufgewärmt werden, ne? Leute, wir widmen uns wieder unserem Hobby. Aber hier lässt sich auch sehr gut essen, weil wir essen gar nicht so Müll zusammen wie damals in den USA oder Kanada. Das ist so lecker, das Essen in Ecuador. Das ist eigentlich sehr typisch. Das auch. Hühnchen und Fleisch. Hühnchen und Fleisch für meine Frau. Für mich gibt's, sie nennen das Churrasco mit Ei, Reis und ein wenig Gemüse und ein paar Kartoffeln, wollte ich schon sagen. Ja, sind ja eigentlich Kartoffeln. Pommes frites, ja. Kartoffeln gibt es immer. Egal. Stimmt. Das spielt keine Rolle. Die gibt es einfach immer. Leute, mich würde etwas interessieren. Wer war von euch schon mal in Ecuador? Und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was wir unbedingt probieren sollen, essenstechnisch, was wir noch nicht hatten. Wir würden uns darüber freuen, weil ihr wisst ja, ich liebe Essen. Hier ist unser Übernachtungsplatz. Wir warten jetzt noch einen Moment, bis wir zu den Quellen gehen, weil es ist Sonntag heute. Wenn man so auf einer Reise ist, kommt einem manchmal das Wochenende in die Quere, auf das man sich ja sonst immer so gefreut hat. Und die Ecuadorianer, die sind aber ein bisschen wie die Deutschen und die Schweizer, die gehen dann am Abend früh nach Hause, damit sie dann am Montag wieder ready sind zum Arbeiten. Und darum warten wir jetzt noch ein bisschen. Und dann gehen wir rein und schauen, wie das so ist. Also ich kenne es eigentlich schon, ich war schon mal hier. Aber ich wollte es unbedingt Thiago zeigen. Guten Morgen von den Hot Springs in Papayacta. Wir hatten gestern einen schönen Abend in den Hot Springs. Wir haben nichts gefilmt, weil es war dunkel. Aber die sind hier beim Tor zum Amazonas gelegen. Und einfach wunderschön. Und heute ist kein Mensch da. Heute ist Montag. Heute wäre auch ein guter Tag gewesen, um herzukommen. Ja, jetzt muss ich Thiago hier wieder rauszirkeln. Aus diesem eher engeren Ort. Und da schauen wir jetzt einfach mal zu. Also in Ecuador bezahlen wir auch immer noch Maut. Hier ist es aber meistens pro Achse $1 und dann sind es für uns meistens die $3, die wir hier bezahlen. Aber die Straßen, die sind echt wirklich, also Luxus, wenn man sich das anschaut. Was sagt der Fahrer dazu? Das sind echt Top-Straßen und dafür bezahlt man halt die $2-3. Also ich glaube, jetzt haben wir in der Summe bis jetzt, glaube ich, so um die $20-25 bezahlt und das ist mehr als okay. Also ich muss wirklich sagen, das bezahle ich auch gerne, wenn es dafür gute Straßen dafür gibt. Warum die Straßen so gut sind, ist eigentlich noch ein spannender Fakt, das haben wir nachgelesen. Die Straßen wurden alle von China finanziert
Und auch gebaut, weißt du das? Ja, ich weiß nicht, ob sie gebaut wurden von den Chinesen, aber wir wissen, dass die Chinesen hier sehr, sehr viele Dollars investiert haben in Ecuador. Und das ist uns auch aufgefallen, weil sehr viele LKWs, das sind Sintruck und wie die chinesischen LKWs alle heißen. Und deswegen ist doch noch spannend. Ja, die Straßen sind wirklich gut. Ja, also wenn es die Chinesen gebaut haben oder die Ecuadorianer, spielt eigentlich gar keine Rolle. Gute Straßen sind immer gut. Ja, aber war uns nicht so bewusst, dass China hier so einen Einfluss hat. Das hat auch chinesische Firmen, viele chinesische Autos, BYDs sieht man vor allem in den Städten. Das war uns nicht so bewusst. Aber man lernt ja immer wieder dazu. Muchas gracias. ¿Cinco? ¿Está bien con 20? Gracias. Leute, das Frühstück hat $5 gekostet. Das ist unglaublich. Muchas gracias. Sí, sí, claro, gracias. Thiago, was denkst du, wie viel hat es gekostet? Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal 10, 12 Dollar. 5. 5 Dollar. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht... Wie sagt man denn mal auf Hochdeutsch überhaupt? Fluch der Nein, das ist nicht. Nein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, auf Schweizerdeutsch, Gott sei Dank den Scheisser bekommen. Nee. Oh ja! Schaut mal Leute, die Feuerwehr in Ecuador fährt Scania. So Leute, wir sind jetzt beim Cotopaxi Nationalpark angekommen und hier ist alles auch sehr organisiert. Man geht sich zuerst anmelden mit einem Pass und dann kann man mit dem kleinen Dicken reinfahren. Die Plätze im Nationalpark, die muss man bezahlen, aber außerhalb gibt es auch wieder Wildcampingplätze, so einen steuern wir jetzt an. Und ich glaube sogar, dass wenn man hoch will auf den Cotopaxi, dann braucht man wirklich einen Guide, aber ihr kennt uns ja, Thiago und ich, wir werden da nicht hochlaufen, weil ich glaube, die Spitze ist auch 5800 und das ist ein bisschen hoch. Leute, für alle, die immer sagen, dass ich so einen dicken Bauch habe und unsportlich bin. Schaut mal da, ich war schon mal hier. Guckt doch mal. So geil. Der Tag war also noch jung, also beschlossen wir spontan, so weit wie möglich auf den Cotopaxi hinaufzufahren. Unser Ziel 4800 Meter. Den Rest bis zur Schutzhütte muss man zu Fuß zurücklegen. Doch zuerst stellt sich die große Frage, wie schlägt sich Big Shrek in dieser Höhe? Das haben wir davor noch nie getestet. Thiago, wir sind auf 4200 Metern. Yes! Offroad. Ja, Onroad, aber Offroad. Und was macht Biggie? Biggie, der lacht nur süß. Der sagt zu mir, Kollege, das ist mein Terrain. Ich möchte mehr, schneller, höher. Höher weiß ich nicht. Naja, weiß ich auch nicht, aber bis jetzt kein Problem. Also wir haben hier die Untersetzung drin und nebst der Untersetzung eigentlich gar nichts. Und kriechen hier hoch, ja. Wir wollen eigentlich hoch zum Vulkan. Da kommen wir nicht ganz hoch, aber wir versuchen so hoch wie möglich. Ja. Das Einzige, was uns ein bisschen Sorgen macht, ist unser AdBlue. Weil ja, das in der Höhe sackt es ein bisschen zusammen und wir wissen noch nicht, woher wir AdBlue bekommen, weil wir haben jetzt mehrere Tankstellen gefragt und wir haben alle keins. Darum machen wir jetzt no risk, no fun und Thiago rast hier den Berg hoch.
je höher wir kamen, desto träger wurde der Motor. Big Shrek kämpfte sichtbar mit der dünnen Luft und unser kostbares AdBlue verschwand schneller, als uns lieb war. Trotzdem überwog die Neugier. Wie weit schafft es ein 19-Tonnen-Expeditionsmobil auf 4600 Meter hoch? Die Schotterpiste wurde immer ruppiger. Unsere Reifen verloren in den tiefen Löchern den Grip, drehten durch und jedes Mal fiel der Motor in ein Leistungsloch. Es fühlte sich an, als würde unser LKW langsam die Luft ausgehen. Das ist nur ein Sicherheitsthema. Wenn er jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund das Fahrzeug rutschen und wir stehen hinter ihm, dann tätscht er vor uns rein. Wir und unser Zuhause kämpfen uns Meter für Meter nach oben. Und dann ist es geschafft. Big Shrek erreicht tatsächlich den Parkplatz. What a moment! ...4600 Meter. Wir dachten, wir fahren direkt auf den Gipfel hoch. Ja, Der das stimmt. Gipfel ist hier. Der ist nicht mehr weit. Ja. Und jetzt wieder runter. Thiago, was sagst du? Boah, ich muss jetzt zuerst mal schnell sammeln, ja. Kurzen Moment. Das war krass. Ja. Ja, wir sind jetzt von gekommen, jetzt laufen wir noch auf und dann gehen wir auch wieder auf Quito. Gehen wir auf Gitterzug? Ja, Ja, wir schlafen irgendwo da. Aber wir gehen jetzt zuerst mal schnell in die Kreuzung wieder runter in die Grosse. ja, Etwas- da ist ja wie ein Hotel. Ja, genau, dann gehen wir etwas essen. Gute Reise. Merci, ciao, ciao. Der Karl läuft schon, aber. Schau. Das Auto läuft, aber ja, eine Störung gemeldet.
Leute, ist heute jemand Offroad gefahren? Das war nicht gut beschlossen hier. Naja, es könnte schlimmer sein.